Wenn deine Papierecke aussieht wie ein Kunstwerk aus dem Chaosmuseum, willkommen im Club. Heute geht's nicht um mehr Ordnung. Heute geht's um den Moment danach. Was machst du, wenn die Ablagen voll sind und du keine Lust auf Ordnerwahnsinn hast? Falls du erstmal die ganz einfache Basis brauchst, ich blende dir hier mein Video zur 3-Boxen-Methode ein. Damit stoppst du den Papierfluss überhaupt erst. Das hier ist dann Schritt 2. Kurz vorweg, voll ist kein Scheitern. Wenn Ablagen voll sind, heißt das nicht, ich krieg's nicht hin. Voll heißt erstmal nur, du hast gesammelt. Und das ist schon ein Schritt. Jetzt kommt der Teil, der aus Sammeln echte Entlastung macht. Weiterverarbeiten. In klein. Stopp. Druck raus. Viele scheitern nicht am Sortieren. Viele scheitern danach, weil man denkt, ich müsste das jetzt komplett fertig machen. Und Papierkram ist fies, weil jedes Blatt so wirkt, als könnte es Konsequenzen haben. Aufschieben passiert deshalb oft nicht aus Faulheit, sondern weil dein Kopf Überforderung vermeiden will. Angst, etwas falsch zu machen, Perfektionismus, dieses Ich müsste. Wenn du das kennst, du bist nicht allein. Und du brauchst dafür nicht mehr Härte. Du brauchst den nächsten kleinen Schritt. Statt Ich muss den ganzen Stapel heute erledigen, atme durch und denk, nur ein Blatt heute, okay? Sort, 3 Wege, wenn's voll wird. Statt Ich muss alles machen, brauchst du nur diese Frage. Welche Ablage ist voll und was ist der nächste Schritt dafür? Erstens, bearbeiten, die Papierzeit. Wenn Bearbeiten voll ist, heißt das, da sind Aufgaben drin. Nicht Chaos, Aufgaben. Und hier hilft eine Sache mehr als Motivation. Eine feste Papierzeit. Zum Beispiel einmal pro Woche 20 bis 30 Minuten. Sonntagabend, Montagmorgen, irgendwann, egal. Hauptsache, es ist ein Termin, der wiederkommt. In dieser Zeit gilt eine einfache Regel. Wenn du ein Blatt in die Hand nimmst, entscheidest du sofort. Erledigen, ablegen oder weg. Nicht später gucken. Später gucken ist der Start von neuen Stapeln. Und wenn du eine Frist siehst, der erste Schritt ist nicht alles lösen. Der erste Schritt ist Datum sichern. Kurz ins Handy, kurz auf einen Zettel, fertig. Damit wird das Blatt sofort weniger bedrohlich. Zweitens. Ablegen. Aktuell und Archiv. Wenn Ablegen voll ist, heißt das, du hast Dinge, die du behalten willst oder musst, aber noch keinen echten Ort dafür. Und dafür brauchst du keine Kunstablage, sondern ein 2-Ebenen-System. Aktuell und Archiv. Aktuell, laufende Themen, aktuelles Jahr, Dinge, die du eher nochmal brauchst. Archiv, älter, selten gebraucht, aber du willst es noch nicht wegwerfen. Für Privatpersonen reicht meistens eine grobe Themenstruktur, etwa Finanzen, Versicherungen oder Gesundheit. Ich zeige dir hier ein Beispiel und in der Videobeschreibung findest du eine ausführlichere Liste. Bitte nicht alles perfektionieren, das klingt gut, wird aber selten genutzt. Und wenn du weniger willst, starte mit 5 Kategorien. Ein System darf wachsen, es muss nicht beim ersten Versuch perfekt sein. Optional digital, aber ohne digitales Chaos. Vielleicht kommt jetzt die Frage, kann ich das nicht einfach digital machen? Ja, das kann sehr entlastend sein, aber nur weil wir es digital machen können, heißt das nicht automatisch, dass es leichter wird. Digitales Chaos ist auch Chaos, nur ohne Staub. Scan-App? Toll, bis du merkst, dein Handyspeicher ist das neue Chaos. Hallo, unsortierter Ordner. Wenn du digital ablegen willst, halte es bewusst einfach. Für den Alltag reicht oft, wichtige Sachen kurz abzufotografieren oder zu scannen und an einem festen Ort zu speichern. Entscheidend ist weniger das Werkzeug. Entscheidend ist ein fester Speicherort und eine einfache Ordnerstruktur. Und 2 ehrliche Hinweise dazu. Denk an Sicherungskopie und Datenschutz. Lieber simpel und sicher als perfekt und nie gemacht. Unersetzliche Originale bleiben im Zweifel als Papier. Wenn du unsicher bist, lieber erst ablegen oder Foto machen und später entscheiden. Auch noch wichtig, wenn digital dich eher stresst als entlastet, dann bleib erstmal bei Papier. Das ist kein Rückschritt, das ist alltagstauglich. Drittens, weg damit.
der Schredderflaschenhals. Und jetzt kommt der Teil, der bei vielen das ganze System sabotiert und bei mir auch. Ich habe mir das am Anfang so vorgestellt. Sortieren, lochen, abheften, schreddern, zack. Die Realität. Schreddern zu Hause ist langsam und nervig. Und wenn mich das Schreddern nervt, stoppen irgendwie alle Stationen davor auch. Weil mein Kopf weiß, am Ende wartet dieser fiese Schritt. Das ist ein Systemgesetz. Wenn der letzte Schritt zu viel Reibung hat, staut sich alles davor. Darum, mach aus Schreddern keinen täglichen Endgegner. Mach daraus einen festen Entsorgungsmoment. Sammeln in einer Box und dann gebündelt erledigen. Einmal weg damit, statt jeden Tag genervt zu sein. Step, die Zusatzablage als Auslöser. Jetzt kommt der Teil, der dir wirklich hilft, nicht jedes Mal bei Null zu starten. Du brauchst einen Auslöser, der automatisch sagt, jetzt ist Mini-Zeit. Stell dir neben deine Ablagen eine kleine Zusatzablage hin. Nächster Schritt. Wenn diese Ablage voll ist, machst du 10 Minuten, ein Lied lang, ein Timer. Du machst nur den nächsten Schritt. Ein paar Dinge abheften, ein paar Dinge entsorgen, ein paar Dinge erledigen. Fertig. Und falls du keinen Platz hast, nimm eine flache Schale oder eine Mappe, die senkrecht stehen kann. Hauptsache, es hat seinen festen Platz und ist leicht erreichbar. Das ist keine Großaktion. Das ist Wartung. Kurz, regelmäßig. Ohne Drama. Notfallmappe, kleine Mappe, große Ruhe. Und noch etwas, das ich dir wirklich ans Herz lege, weil es so viel Druck rausnimmt. Eine Notfallmappe. Nicht, weil wir vom Schlimmsten ausgehen, sondern weil du im Fall der Fälle nicht erst suchen willst. Die Notfallmappe ist absichtlich klein. Eine dünne Mappe, mehr nicht. Da kommt nicht dein ganzes Leben rein, nur das, was dir sofort Zeit und Nerven spart. Und genau dadurch passiert etwas total Entlastendes. Du musst nicht mehr alles zur Sicherheit aufheben, weil du weißt, das Wichtigste ist schnell griffbereit. Zum Beispiel eine kurze Übersicht, wichtige Dokumente oder Fundorte, Urkunden, wichtige Kontakte, Versicherungen mit Nummern und, wenn es relevant ist, Medikamente und Arztinfos. Und damit das nicht ausufert, hilft eine Mini-Regel. Würde mir dieses Blatt im Notfall in 5 Minuten helfen? Wenn nein, gehört es eher ins Archiv, nicht in die Notfallmappe. Aufbewahren ohne Grübeln. Der Mini-Kompass. Und weil die Frage wirklich immer kommt, wie lange denn nun? Ganz kurz vorweg, das hier ist eine Orientierung für Privatpersonen und keine Rechtsberatung, einfach ein Kompass, damit du nicht jedes Mal neu grübeln musst. Wichtig? Es gibt eine typische gesetzliche Pflicht, die man wirklich kennen sollte. Handwerkerrechnungen rund um Wohnung oder Haus solltest du 2 Jahre aufbewahren. Ganz simpel gesagt, das ist dafür da, dass man im Zweifel zeigen kann, dass die Arbeit ordentlich abgerechnet wurde. Alles andere sind in der Regel Empfehlungen. Die helfen dir, später etwas nachweisen zu können oder dir viel Sucherei zu sparen. Hier sind einige Klassiker, die bei den meisten Haushalten immer wieder auftauchen. Kontoauszüge und Überweisungen. Am besten mindestens 3 Jahre. Zum Beispiel, um Zahlungen wie Miete oder größere Anschaffungen nachweisen zu können. Rechnungen von größeren Käufen, mindestens 2 Jahre. Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, eher 3 Jahre. Gerade bei teuren Geräten oder wenn es Diskussionen geben könnte. Kassenbons und Quittungen, mindestens 2 Jahre. Bei Garantie oder teuren Sachen ruhig länger zusammen mit den Garantieunterlagen. Bescheide und Abrechnungen, zum Beispiel Grundsteuer, Abwasser oder Strom und Gas. 3 Jahre sind eine gute Orientierung, damit du bei Rückfragen oder Nachberechnungen etwas in der Hand hast. Schulzeugnisse, Prüfungszeugnisse und Ausbildungsnachweise, am besten bis zur Rente. Die Rentenversicherung kann für Schul- und Ausbildungszeiten Nachweise verlangen. Merksatz: im Zweifel, behalten, sichern, später entscheiden, nicht im Stress. Und wenn du bei Fristen oder besonderen Fällen unsicher bist, frag lieber einmal nach, statt dich im Kopf zu verknoten. Eine Übersicht mit Empfehlungen zu Aufbewahrungsfristen findest du in der Videobeschreibung. Fazit: Ein Auslöser reicht. Wenn Ablagen voll sind, heißt das, dein System arbeitet. Jetzt brauchst du nicht mehr Disziplin. Du brauchst den nächsten Schritt im Ablauf. Heute nur eins.
Wähl dir einen Auslöser. Entweder 20 Minuten Papierzeit pro Woche oder die 10 Minuten, sobald die Zusatzablage voll ist. Ein Schritt, kein Großprojekt. Und hey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich. Wenn du tiefer einsteigen willst, schau mal in die Videobeschreibung. Da findest du eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Schritten, den Aufbewahrungsfristen und auch ein paar Bücher, Hörbücher und Hilfsmittel, die das Ganze noch leichter machen können, ohne dass du dein Leben umkrempeln musst. Welchen Auslöser probierst du zuerst? Schreib's in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Systeme statt Disziplin. Und heute nur eins: dein nächster Schritt.